Guten Morgen und willkommen bei meinem vierten Tag auf dem Weg von Santiago de Compostela nach Finisterre. Heute laufe ich nach C. Das ist ca. 20 Kilometer von hier und ich bin wirklich schon gespannt, was der Weg heute so zu bieten hat. Es sind nur noch 37,7 Kilometer bis Finisterre. Also ein gutes Stück habe ich schon geschafft. Und es ist wieder ganz schön neblig heute Morgen. Gestern hatte ich einen feuchtfröhlichen Abend mit anderen Pilgern. Die Leute, die hier übernachtet haben, waren echt eine tolle Gruppe und wir hatten einen sehr schönen Abend. Deswegen starte ich heute auch wieder spät, weil es soll eh nicht so heiß werden und ich habe Zeit anzukommen. Für heute habe ich meine Unterkunft auch schon gebucht, also muss ich keine Angst haben, kein Bett zu bekommen. Schön das ist. Und auch da drüben sind wieder ganz viele Kühe. Oh, ich habe gerade festgestellt, ich habe meine Cappy verloren. Ich hatte sie außen am Rucksack hängen und die Schnalle ist irgendwie aufgegangen. Gerade ist auch mein Regenponcho abgefallen, den habe ich gehört, aber die Cappy hat sich unbemerkt davon gemacht. Muss ich mal gucken, dass ich spätestens in Finisterre wieder eine bekomme, weil es soll regnen, wenn ich in Finisterre bin. Und ich will dann ja weiter nach Murcia. Deswegen werde ich sie brauchen. Hier in diesem kleinen Ort gibt es mehrere Herbergen. Das wäre meine Alternative gewesen für gestern, hierher zu kommen. Da hätte ich bestimmt ein Bett gefunden. Aber die hatten halt alle keinen Garten. Und ich wollte noch ein bisschen auf dem Liegestuhl relaxen. Deswegen hatte ich mich für die andere Unterkunft entschieden. Oh wow. Das ist echt schön hier. Und mich erwartet wieder ein böser Anstieg. Und das am frühen Morgen. Wenigstens geht es jetzt wieder ein bisschen durch die Natur. Vorhin war alles an der Straße entlang. Aber in der Natur ist schöner. Wie schön das heute ist mit dem Nebel. Und jetzt kommt die Sonne durch. Die Gruppe vor mir rennt den Camino. Wir wollen heute noch bis Finisterre. Heute bin ich irgendwie sehr gemütlich unterwegs. Habe irgendwie nicht die Energie wie gestern richtig Speed zu machen, sondern lass es ganz ruhig angehen heute. Und ja, mit jedem Schritt komme ich meinem Ziel ja auch näher. Man muss ja nicht immer schnell unterwegs sein.
Sieht so schön aus da unten. So, und ich habe auch wieder ein schönes Plätzchen für meinen Mate gefunden. Ich höre das Wasser noch rauschen von dem Bach da unten und die Vöglein zwitschern. Und jetzt mache ich meine Frühstückspause. Während ich meine Matepause genossen habe, ist eine riesige Gruppe mit bestimmt 100 Leuten an mir vorbeigezogen. Die sind jetzt da vorne. Oh, das wird nachher was, wenn ich da durch muss. Aber vielleicht sollte ich einfach so langsam, wie ich bisher gelaufen bin, weiterlaufen und dann muss ich da nicht durch. Das ist immer so eine Sache, wenn da so viele Leute sind und man sich da irgendwie durchschlängeln will. So wunderschön hier. Oh wow. Hier wäre auch ein toller Platz für meine Matepause gewesen. Oh, wunderschön. Ja, man weiß es vorher halt leider immer nicht, wo der perfekte Ort für die Pause ist. Aber mit der Aussicht war es auch schön. Also geht jetzt ganz schön steil rauf. Mir brennen die Beine. Gestern war ich irgendwie super fit und heute irgendwie gar nicht. Keine Ahnung. Man hat immer seine Ups und Downs. Aber ja, morgen wird die Strecke dafür sehr einfach. Das weiß ich jetzt schon. Wenige Höhenmeter nur. Also. Und heute schaffe ich auch. Ich lasse mir einfach Zeit. In so einer großen Gruppe den Camino zu laufen, das wäre gar nichts für mich. Ich muss sagen, ich genieße einfach die Freiheit, dass ich starten kann, wann ich will, dass ich Pausen machen kann, wann ich will. Und auch die Etappenlänge selbst entscheiden. Ich kann auf mich und meinen Körper hören und es einfach so gestalten, wie es mir gut tut. Und kleine Gruppe hast du Unterhaltung, aber die hast du so auch immer wieder. Es ergeben sich so leicht Gespräche unter Pilgern. Da vorne müsste Lo Grosso sein. Dort gibt es die Möglichkeit, was zu essen. Und ich denke, ich werde mir jetzt auch ein Frühstück gönnen. Mal schauen, was sie Leckeres haben. So, zum Frühstück gab es ein leckeres, riesengroßes Croissant. Die Croissants hier sind immer, ich würde sagen, doppelt so groß wie die, was man in Deutschland bekommt. Und jetzt bin ich gestärkt für den weiteren Weg. Mal schauen, was der Weg noch bringt. Bald teilt sich dann auch der Weg. Der eine geht dann nach Muxia und der andere geht nach Finisterre. Und für mich steht erst Finisterre auf dem Plan und danach Muxia. Ich wollte dich doch nicht aufscheuchen, Süße. Warum seid ihr alle so schüchtern? Okay, cool, hier kann man schwimmen gehen, aber das mache ich jetzt nicht, sondern ich mache mich auf den weiteren Weg. Wow, wunderschön. Und es ist so krass, wenn man hier nach oben schaut, hat man diese Art von Bäume und nach unten schaut es so aus. Kompletter Gegensatz. Und schon wieder hat sich die Landschaft verändert. Der Ort hier müsste jetzt Hospital sein. Und hier hätte man auch nochmal die Möglichkeit, was zu essen und zu trinken. So wie ich in den Apps gesehen habe. Aber da ich erst Pause gemacht habe, lasse ich das aus. Auch wenn bis C dann wohl keine Möglichkeit mehr gibt. Aber ich habe mir noch eine Banane mitgenommen. Ich habe ausreichend Wasser. Also gehe ich jetzt einfach durch. Noch ein Blick zurück. Und hier geht's weiter. Okay, nun geht's erstmal an der Straße entlang. Mal schauen, wie lange.
Hier ein bisschen außerhalb vom Ort gibt es auch nochmal ein Restaurant. Hier teilt sich der Weg. Ich muss nach links, weil ich nach Finisterre oder Fisterra will. Und nach rechts geht es nach Murcia. Es schaut voll schön aus, wie sich der Weg schlängelt. Hier kann man auf Spendenbasis bzw. gegen Bezahlung Wasser, 7-Up, Bananen und so weiter kaufen. Und auch jetzt hat sich die Landschaft schon wieder verändert. Das ist echt Wahnsinn. Was ist das denn für eine lustige Figur? Na, ihr habt's aber schön hier. Ich würde sagen, das sind glückliche Kühe. Bei so einem schönen Fleckchen Erde. Während ich gestern wie Speedy Gonzales unterwegs war, gefühlt, fühle ich mich heute wie eine Schnecke. Ich bin heute so langsam unterwegs und wir haben heute Nacht auch die Beine wehgetan vom schnellen Laufen. Das ist echt der Wahnsinn. Aber ja, umso mehr Zeit habe ich, die Natur zu genießen. So, ich habe jetzt hier noch mal kurz Pause gemacht, meine Banane gegessen und im Schatten war es ganz schön kalt. Da habe ich meine Jacke anziehen müssen, weil es auch ziemlich windig ist. Und jetzt geht's weiter. Ich habe mich auch mit einem Deutschen unterhalten, der die Strecke kennt, und der hat mich schon vorgewarnt, dass das letzte Stück ziemlich scheiße ist, weil es steil und rutschig ist für 2 Kilometer oder so. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass es mich auf den Hintern haut. Also hoffen wir mal, ich überstehe es gut. Wow, das war eine Aussicht. Ach, das ist so schön hier. So, 5 Kilometer habe ich nur noch. Aber wie gesagt, das letzte Stück wird dann ziemlich schlimm wohl werden. Also schauen wir mal, wie lange ich brauche.
Jetzt ist wenigstens ein bisschen Schatten, das wird ganz gut. Hier oben gibt es eine Wasserzapfsäule und da habe ich jetzt mein Wasser nochmal aufgefüllt. Da es dann doch ein bisschen knapp wurde. Und jetzt geht's weiter. Oh, ich bin jetzt schon ganz schön platt. Es sind an die 4 Kilometer jetzt noch. Und ich habe ein bisschen Schiss vor dem Abstieg. Aber irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Wird schon gehen. Ich versuche mir gerade selber Mut zuzureden. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die heiße Dusche. Die habe ich bitter nötig. Ich weiß gar nicht, ob ich es die Tage schon mal erzählt habe. Ich habe jetzt auf dem Weg nach Finisterre herausgefunden, dass wenn ich in Mappy die nächste Unterkunft eingebe, sich der Weg weitgehend an dem Camino orientiert. Also ich habe dann wirklich die ganz genaue Kilometerzahl bis zur Unterkunft. Weil auf Maps.me ist es immer, nicht auf Maps.me, auf Google Maps haut das immer nicht hin, weil es irgendwelche Abkürzungen nimmt und sich nicht am Camino ausrichtet. Aber bei Mappy klappt das wunderbar. Also eine absolute Empfehlung. So, ich habe mich jetzt noch mal kurz in den Schatten gesetzt. Die Beine noch mal ein bisschen ausruhen, falls der Abstieg wirklich so schlimm ist, wie gesagt wurde. Und ich hatte auch überlegt, da an der Wasserstelle was zu machen, aber da war so viel los. Das hat mir dann gar nicht gefallen. Deswegen hocke ich jetzt hier einfach mitten auf dem Weg und genieße ein bisschen den Schatten und die Kühle. So, die Pause hat gut getan. Jetzt sind es noch 2,9 Kilometer bis zur Unterkunft und 900 Meter bis zu dem steilen Abstieg. Schauen wir mal, was mich erwartet. Die Beine sind jetzt etwas entspannter und ich habe auch die Steinchen aus meinen Schuhen ausgeleert, die ich fleißig eingesammelt habe. Okay, hier ist also schon mal das Warnschild. Noch ist alles flach, aber mal schauen. Auf dieser Art von Untergrund, das ist halt, wenn es steiler ist, immer ein Problem. Also ich habe da enorme Probleme beim Laufen. Deswegen habe ich ein bisschen Schiss davor. Aber schaut bisher gar nicht so schlimm aus. Also okay, schauen wir mal, was da ist. So, jetzt bin ich wieder auf dem normalen Weg und schaue einfach mal, was mich noch erwartet. Also wir müssen auf jeden Fall 270 Meter absteigen, von daher wird da noch ein bisschen was kommen. Also kleiner Zwischenbericht, bis jetzt ließ sich alles schön gehen. Okay, hier schaut es jetzt ein bisschen steiler aus, aber ja. Also mit langsamen Gehen funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt nicht einmal ins Schlittern geraten, aber da vorne sieht man schon das Meer. Und ich filme aber nicht beim Laufen, weil ich mich lieber auf die Schritte konzentriere. Hier ist jetzt auch schon wieder nicht mehr so steil. Also hier kann ich ganz normal laufen, ohne irgendwelche Probleme. Also bis jetzt ist es halb so wild. Aber es sind halt einige Höhenmeter, die wir runter müssen. Also da kann schon noch eine steile Passage kommen. Und der Deutsche, der mir das erzählt hat, der hatte diese Strecke halt nach 37 Kilometern. Da ist das Empfinden dann auch noch mal ein bisschen anders und die Beine nicht mehr so belastbar. Das macht, glaube ich, auch einen großen Unterschied, ob man vorher nur knapp 20 Kilometer gelaufen ist oder 37.
Wow, das schaut irre aus. Aber so schön. Am Meer angekommen, so gut wie. Das ist krass, wie schnell hier die Landschaft wechselt. Wenn du hier schaust und da vorne sind wieder diese ganz anderen Bäume. Nur ein paar Meter Unterschied und eine komplett andere Landschaft. Das ist so krass. Wahnsinn. Und es ist nur noch ein bisschen über 1 Kilometer. Also. Ich bin schon fast da. Juhu. Ich hatte auch überlegt, heute noch zu dem einen Wasserfall zu gehen, der 10 Kilometer von hier entfernt ist. Allerdings nicht zu Fuß, sondern ich hatte überlegt zu trampen. Weil von hier aus kein Bus fährt, aber ich bin zu platt. Das muss ich auf meinen nächsten Camino nach Finisterre verschieben. Also das war jetzt ein bisschen anstrengender, aber ansonsten ging's bisher. Bin gleich da, ich bin gleich da, juhu! Na du? So, ich habe es geschafft. Ich bin angekommen. Meine Füße tun ordentlich weh und ich bin fix und alle. Und morgen ist es dann nicht mehr weit bis Finisterre, also bleib dabei, wenn du es nicht verpassen willst. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und hinterlasse mir einen Kommentar. Und wenn du meine weitere Reise nach Finisterre nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald.